Viele Autofahrer lieben das Gefühl, einfach unterschätzt zu werden. Da ist der Triumph auch viel größer. An der Ampel oder auf der Autobahn, wenn du bei 200 noch mal runterschaltest und dann alles nass machst, das ist schön. Ein Understatement-Auto zu fahren ist einfach sensationell, weil kein Mensch weiß, dass du viel Power hast. Und du fährst einfach inkognito durch die Gegend. Und wenn du willst, dann kannst du. Der da zum Beispiel. Wenn man den auf der Autobahn trifft, da denkt doch jeder, da sitzt irgendwie ein 18-jähriger Abiturient drin. Aber das Ding hat so viel wie eine S-Klasse von 1989. Unterschätzt wird man definitiv auch in diesem Kombi da. Da würde jeder Porsche-Fahrer denken, ey, Familienkarre, weg da. Aber keine Chance. Das Auto macht alle nass. Aber auch Sportwagen kann man schwer unterschätzen. Der da zum Beispiel hat serienmäßig 550 PS. Schon ganz schön böse, aber es gibt Leute, denen ist das nicht genug. Der da hinten hat 800 PS. Wie fährt sich eigentlich ein Auto mit 800 PS? Genug geredet, jetzt sind die Reifen dran. Und Kandidat Nummer 1, der Seat Ibiza Cupra. Der orangefarbene Giftzwerg rennt in nur 7,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Noch vor 10 Jahren waren solche Werte echten Sportwagen vorbehalten. Aber wie kann ein Auto mit einem winzigen 1,4 Liter Motor so schnell sein? Geheimnis Nummer 1: die Vorderachssperre. Sie erlaubt deutlich höhere Kurvengeschwindigkeiten und macht gerade bei stark motorisierten Fronttrieblern Sinn. Der Kenner sieht sofort, dass an diesem Kleinwagen einiges anders ist. Zum Beispiel die Tachoskala, denn der Cupra macht Tempo, 225. Geheimnis Nummer 2: das serienmäßige 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das keine Schaltpausen mehr kennt. Cupra steht übrigens für Cup Racing, der Kleine hat also Renngene. Aber wie kommt dieser winzige Motor auf 180 PS? Der Clou des Spaniers: er hat ein doppelt aufgeladenes Triebwerk. Bei niedrigen Drehzahlen bläst ein Kompressor zusätzliche Luft in die Brennräume. Bei hohen Touren übernimmt dies der Turbo. Damit wird die Verbrennung optimiert und der Zwerg wird zur Rakete. Mit dieser leichten Karosserie, 1200 Kilo, schiebt dieser Seat wirklich extrem schnell an. Und ruppi zuppi hast du hier wirklich 180 Dinger auf der Uhr stehen. Und das ist das Schöne an den Understatement-Autos, dass man einfach einen größeren hat, als es von außen aussieht. Auch wenn der Seat wie die Topmodelle von Porsche und Ferrari per Doppelkupplungsgetriebe schaltet, Matthias ist nicht ganz überzeugt. Ich würde eher ein Schaltgetriebe, ein ganz normales, eine H-Schaltung nehmen, weil das einfach ehrlicher ist irgendwie. Aber so ein kleines Auto, da will man doch einfach schalten, oder? 23.000 € kostet der schnellste Ibiza. Und unterschätzt wird man mit diesem Auto auf jeden Fall. Wenn ich den Seat beim Understatement-Faktor mal einordnen soll, würde ich ihm auf einer Skala von 1 bis 6, glaube ich, eigentlich eine 2 geben, weil er wirklich, man sieht dem Auto nicht an, dass der so spritzig ist, dass er 180 PS hat. Das sieht man einfach von außen nicht. Allerdings, diese doch sehr dezente Außenfarbe sorgt dafür, dass doch jeder hinguckt. Also kriegt er keine 2, sondern eine 3. Kandidat Nummer 2 sieht aus wie ein Familienkombi. Doch die Endgeschwindigkeit ist höher als die eines Porsche 911 Turbo. Das ist die schönste Kurve hier. Zack, rein. Und das Leistungsgewicht ist noch niedriger. Jetzt sind wir unterwegs in der Nummer 2 bei unseren Understatement-Autos. Wir haben einen schönen, schicken Dreier-Touring unterm Hintern. Nur ist der so ein bisschen anders als alle anderen Dreier-Tourings, die es auf dieser Welt gibt. Es war einmal ein BMW 320d. Doch dann kam ein Tuner aus Geilenkirchen und ersetzte den Dieselmotor durch die M5-Maschine. Und aus dem Mauerblümchen mit Gepäckabteil wurde ein Katapult mit Powerdome und 550 PS.
Der M3 V10 von Manhart Racing. Dezent ist dieser schwarze Porsche-Killer mit seinen 20 Zöllern nur auf den allerersten Blick. Manhart hat sich zunutze gemacht, dass BMW selbst keinen M3 Touring anbietet. Doch mit dem M3-Motor wollte man sich nicht begnügen. Es durfte schon der 10-Zylinder des größeren Bruders M5 sein. Der Preis 120.000 €, fast doppelt so viel wie ein gewöhnlicher M3. Der 10-Zylinder passt völlig problemlos in den Motorraum des Dreiers, doch sollte man sich über die Folgen im Klaren sein. Der Antritt von dieser M3/M5-Komborette ist natürlich absoluter Wahnsinn. Weil das Auto auch noch 300 Kilo leichter ist als ein normaler M5 Touring und dadurch geht das Ding sowas von böse nach vorne. Dank geänderter Motorsteuerung und einer geänderten Auspuffanlage und 2 Cuts, die weggelassen wurden, leistet er jetzt nicht 507, sondern 550 PS. Und damit ist dieser kleine, kompakte Dreier-Kombi völlig übermotorisiert. Und genau so muss das auch sein. An Bord ist ein SMG-Getriebe, ein automatisiertes Schaltgetriebe. Freudenspender Nummer 2 neben dem V10 ist, finde ich, absolut das 7-Gang SMG. Wenn ich Ihnen das mal kurz demonstrieren darf. Wenn du hier die nächste Welle reinmachst, dann geht ein Ruck durchs ganze Auto und das ist wirklich sensationell. Von 0 auf 100 braucht der X320 Diesel gerade einmal 4,3 Sekunden. Und wer nach 7 Schaltvorgängen trotzig auf dem Pedal bleibt, erreicht Tempo 324. Understatement ist natürlich bei so einem Auto, was solche Räder drauf hat und solche Verbreiterungen und natürlich auch solche Aufschriften, immer ein bisschen schwierig. Bei dem Gerät hier würde ich sagen, Understatement, wenn die Aufkleber weg sind, 1. Weil diesen fetten Block da vorne unter der Haube, den erwartet wirklich kein Mensch. Auf Wunsch setzt Manhart den Motor auch in Cabrio und Coupé. Aber wir setzen noch einen drauf. Wir gehen jetzt eine Klasse höher zu den Sportwagen. Und das Auto, was wir jetzt haben, das lacht über 550 PS, weil es nämlich viel mehr hat. Dieses Teil ist der Oberhammer. Es gibt Autos, die machen dem Fahrer richtig Feuer unter dem Hintern. Dazu gehört der Ford GT von Geiger Cars. Ursprünglich leistet der Kompressor V8 550 PS. Für die Ansprüche des Karl Geiger viel zu wenig. Er verpasste dem 1500 Kilo Flitzer einen 4-Liter-Kompressor, einen neuen Fächerkrümmer sowie einen Sportauspuff. Ergebnis 800 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Dafür gibt es hinten keinen Kofferraum, sondern nur einen 5,4 Liter V8, der den Hecktriebler in weniger als 3,5 Sekunden auf Tempo 100 bringt. Newtonmeter Drehmoment sind nur eine Zahl auf dem Papier. Erst der Geiger Ford GT zeigt einem, was sie bedeutet. Bevor man dieses Auto sieht, hört man es. Das ist sowas von oberkrass. Von 0 bis 300 übrigens 21 Sekunden. Ich weiß gar nicht, was kann man in 21 Sekunden noch machen? Nicht so richtig viel, ne? Nicht einmal ESP ist an Bord. Im Grunde besteht dieses Auto nur aus 4 Rädern und einem dicken Motor. Der Karl Geiger hat übrigens gesagt, als ich das Auto übernommen habe, Matthias, in dem Auto, da scheißt der in die Hose. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich bin kurz davor.
230.000 € kostet die 800 PS Flunder. Der Motor liegt vor der Hinterachse. Das macht das Auto in Kurven manchmal zickig. Bei einem Ford GT von Understatement zu reden, ist natürlich eigentlich irgendwie nicht so richtig sinnvoll, aber ich werde Ihnen gleich sagen, warum es doch Sinn macht. Das normale Ding hat 5,4 Liter Hubraum V8 und 550 PS. Der hier hat mehr. Aber kann man bei einem nur 1,12 Meter hohen Sportwagen wirklich von Understatement sprechen? Und insofern macht das dann schon wieder Sinn, das mit dem Understatement, weil dass hier 800 PS drin sind, das glaubt kein Mensch. Es sei denn, man tritt das Gaspedal durch. Und dann beginnt das Beschleunigungsinferno bis Tempo 350. Das ist gewaltig. Dieses Auto ist, da darf man in der Kurve nicht so heftig aufs Gas latschen, weil dann überholt einen sofort das Heck. Ab 4000 Touren setzt der Kompressor ein und die Kraft des V8 wird schlagartig freigesetzt. Der Understatement-Faktor von dem Ford GT ist natürlich relativ schlecht. Ich würde ihn jetzt mal als 4 einstufen. Wieder in Relation zu der Leistung allerdings würde ich sagen Understatement-Faktor 2, weil dass das Ding sowas von vorwärts marschiert, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das kann ich auch mit Worten nicht beschreiben und auch mit meinem breiten Grinsen kann ich das nicht beschreiben. Wer in diesem Auto Gas gibt, fährt sich in einen Rausch aus Kraft, Geschwindigkeit und Sound. Deshalb fährt Matthias jetzt dahin, wo der GT hingehört. Auf die Autobahn. Ja, hier ist der Ford GT zu Hause. Freie Wildbahn. Wahnsinn. Wie dieser Hobel anschiebt, das ist nicht mehr feierlich. Die Hupe bedient er mit dem Fuß. Das ist meine Motorhupe, nicht Lichthupe. Selbst Porsche 911 räumen freiwillig das Feld. Unsere 3 Understatement-Autos sind für sich genommen jeder in seiner Klasse wirklich cool und haben wirklich Understatement. Der Seat Ibiza, gut, das ist ein Kleinwagen. Damit kann man jede Menge Spaß haben für sehr wenig Geld. Der M3 Touring von Manhart. Das ist ein geiles Ding, da stehe ich voll drauf. Understatement pur und du hast einen V10 unter der Haube, der dich über 300 katapultiert und kein Mensch sieht's. Finde ich super. Und der GT vom Geiger her, was soll ich dazu sagen? Das Ding ist brutal und ich liebe es. Wenn nach dem Gaslupfen unverbranntes Benzin in den Auspuff gerät, spuckt der GT Flammen. Dieses Auto macht seinem Fahrer Feuer unter dem Hintern. Im wahrsten Sinne des Wortes.